Für mich Fußball ist meine Liebe. Den kannst du nicht machen ohne Fußball. Geht nicht. War nicht so einfach. Als ein junger Spieler, komme aus Afrika. Mein Herz ist immer in Ghana, aber mein Kopf ist in Deutschland. Bayern München war immer Erste für mich. Es gibt keinen Verein so wie Bayern München. Ich wollte schon in Deutschland bleiben, war nicht so einfach für mich. Muss was erledigen und was so kann ich machen. So viele Leute hier in Ghana helfen, weil wenn du gehen in Immobilien, vielleicht zum Beispiel Real Estate, gehst du da rein, hast du viele Leute, die können arbeiten und die können was bekommen in einem Monat. Für mich habe ich schon viel überlegen. Da muss zurückkommen nach meiner Karriere und viele Leute zu helfen. Ich habe viel gelernt in Deutschland. Mentalität. Erste ist Mentalität. Mein Herz ist immer in Ghana, aber mein Kopf ist in Deutschland. Das ist in Afrika, jeder spielt Fußball von der Straße an. Und meine Mama hat bei mir viel Sachen gemacht, weil ich habe keine Fußballschuhe. Meine Mama musste unser Fernseher kaufen und kauft mir Fußballschuhe. U17 Spiel von meinem Land, Ghana. Ich habe keine Fußballschuhe gehabt. Und es war ganz schwer. Ich komme aus einer Familie. Wir haben kein Geld. Weil meine Mama muss was bringen, kann ich Fußballschuhe haben. Und er sagt zu mir, heute machst du ein Tor. Und ich habe ein Tor gemacht gegen Sierra Leone. Und ich habe Geld bekommen. Ich habe einen großen Fernseher gekauft von meiner Mama. Und dann meine Schwester hat geschimpft. Anfang, die haben geschimpft. Ich bin der einzige Junge in der Familie. Ich habe 3 Schwestern. Und dann, die wollen nicht muss Fußball spielen. Ich sage, muss in die Schule gehen. Bekommen eine Doktor, eine Lawyer. Egal, weil ich will Fußball spielen. Und meine Mama sagt, nein, lass die Junge Ruhe. Sami, kannst du viel was machen? Und dann, ich habe gesagt, okay. Ich wollte nur Profi sein, so muss Fußball spielen. Das war ganz, ganz schwer mit 15 und ich immer Heimweh, weil geht nicht. Ich habe keine meine Mama dabei, meine Oma ist nicht da, meine Schwester nicht da, Freundin, dass ich spiele Fußball in der Straße ist nicht da. Und 15 war es sehr schwer für mich. Und ich habe meine 2 Kollegen, Dua und Cargo. Und wir waren in Italien, da war es schwer. Anderes Essen, andere Mentalität, andere Culture, muss alle lernen wieder. Wir spielen Turnier in Australien, ich glaube U20. Wir waren im Finale gegen Brasilien und wir verlieren 2-1. Wir haben gegen Deutschland gespielt. War ein schönes Turnier oder ein Namensspiel. Ich habe Hemmer war unser im Hotel. Ich habe ein Tor gemacht gegen Deutschland. Ich sagte, ja, willst du in München kommen? Bist du ein guter Spieler? Ich sage, ja, okay. Ich habe sofort mit meiner Mama telefoniert. Bayern München will ich haben. Ich sage, ja, geh. Dann nach dem Turnier, wir haben im Finale und dann ich habe eine Einladung bekommen von Bayern München. Ist nicht einfach, aber muss ganz stark in meinem Kopf sein, dann kann ich machen. Ich darf nicht runterschauen, muss nur vorne schauen. Ich will eine große Karriere machen, weil ich bin jetzt in Familie als Bayern München. Ich glaube 90, wir schauen Fußball. In unser Land hier WM. Lothar Matthäus, Spiel, bester Spieler, ganze Turnier, bester Spieler in der Welt. Ich gucke Lothar Matthäus trainiert und jetzt ich trainiere mit Lothar Matthäus. Und jetzt ich spiele mit Lothar Matthäus. Nein, geht nicht. Viele Leute haben mir geholfen in München, auch in Deutschland. Und
Zum Beispiel Hermann Gerhard. Hermann hat bei mir ist eine unglaubliche Person. War nicht so einfach beim Anfang. Muss überlegen, so viel Sachen. Muss was essen, anderes bekommen. Muss Frühstück ganz in der Früh aufstehen. Ich bin müde, muss schlafen. Ich habe schon viel gelernt. Zum Beispiel meine Kollegen auf Fußballplatz hast du eine so wie Lothar Matthäus. Brauchst du nichts anderes. Und Oli war ein guter Freund von mir. Und Effenberger, ich habe noch nie mit einem Spieler gespielt in einer Mannschaft. Er ist so aggressiv im Training, im Spiel, egal was. Er will immer gewinnen. Er gibt keinen zweiten Uli Hoeneß. Gibt nicht. Weil Uli ist genauso wie mein Papa. Wann ich mag meinen Vertrag mit Bayern München. Ich brauche keinen dritten Mann. Es sitzt nur mit Uli. Und manchmal kommt Kalle. Oder meine Mama ist immer da. Karin ist immer da. Er war Sekretär von Uli Hoeneß. Er sagt zu mir, das ist gut, das ist nicht gut. Magst du diese, magst du diese nicht? Und Uli war so ehrlich zu mir. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Mann ist so ehrlich. Er sagt zu mir, Sammy, wann du willst. Er kommt zum Beispiel, muss in Barcelona gehen. Und Uli hat mir geholfen im Büro. Sagt, Sammy, du darfst nicht da gehen. Hier ist dein Heim. Hast du alle hier. Dann muss überlegen wieder. Sag, na, ich bleib hier. Weil er viel Geld bekommen von Bayern München. Und Uli und meine Mama haben investiert. Das Geld. Aber Uli ist für mich, wenn ich sage Uli Hoeneß, muss immer aufstehen. Es ist eine andere Person, Uli. Und Kalle ist immer schimpfen. Er schimpft immer. Aber ist gut. Wann hast du bekommen Kritik? Von einem Mann hast du gespielt und er war Westfußballer des Jahres. Er war Europafußballer des Jahres. Er kann was sagen zu dir. Aber für mich, damals, ich war ganz jung. Ich habe nicht verstanden. Und jetzt, ich habe schon verstanden. Wenn ich spiele gut, sag, kommst du mir, Sammy, heute warst du überragend. War nicht so gut, kommst du mir und sagst, weißt du schon, heute war nicht so gut, Sammy. Kannst du viel machen. So Leute willst du in deiner Karriere haben. Mit Ottmar war Besonderes. War es so cool, weil er redet mit dir so wie Vater mit Sohn. Wenn was passiert in der Kabine oder er ruft dir an. Sagt, Sammy, was ist los? Alles okay bei dir zu Hause in Ghana? Weil er will. Ich bin der Einzige, der wächst in der Kabine. Ich mag nur Spaß. Ich würde nur alle muss lachen. Wenn ich bin ein bisschen böse, denn jeder Spieler sieht, dass Sammy ist nicht gut drauf heute. Weil jeder will nicht zu mir kommen im Training, weil wenn du kommst, kriegst du was. Du musst umwechseln. Und er sagt, oh, Sammy, was ist los? Alles gut zu Hause in Ghana? Nein, ich sage, nein, meine Mama ist nicht so gut. Wenn jemand mit Karin organisiert, meine Mama kommt in Deutschland, Besuch in ein Krankenhaus. So. Ottmar war überragend, Mann. Franz, weil er ist Franz Beckenbauer. Kannst du nicht was erzählen? Er ist Franz Beckenbauer. Und ich bin jetzt auch glücklich, dass ich habe so die Leute kennengelernt. Weil Franz ist für mich ist so wie ein Gott in Deutschland. Meine erste weiße Bier kommt aus Klaus Augenthaler. Er hat gesagt, Sammy, du musst probieren. Hier ist in München. Jeder Münchner muss Weißbier trinken. Nein, ich will nicht. Also, nein, du bist jetzt nicht in Ghana, du bist in Münchner. Also, musst probieren. Ich habe probiert, war okay. Und wenn wir feiern, zum Beispiel einen Titel holt, der muss probieren ein Weißbier. Das war gut. Die Fans, das ist unglaublich zu mir, weil wenn ich komme in München, ich komme ins Stadion, das ist jeder singt rot-weiße Trikot, das ist ein Wahnsinn. Das ist für mich, das ist
Wahnsinn, das ist unglaublich, kannst du nicht immer zuschauen, hast deinen Namen singen. Wir wollen rot-weiße Trikot, wir wollen rot-weiße Trikot, wir wollen rot-weiße Trikot, wir wollen rot-weiße Trikot. Weiße Trikot, wir wollen rot-weiße Trikot, rot-weiße Trikot, wir wollen rot-weiße Trikot. Die Leute haben schon geschimpft, dass unser Trikot ist nicht rot, es ist so blau. Und wir haben ungefähr nicht gut gespielt, ganze Saison. Mit diesem blauen, bisschen rot Trikot. Nein, wir wollen rot, weil das Trikot ist. Uli sagt, nein, kannst du nicht machen. Er sagt, ja, ich gehe. Ich mag es schon. Ich sag, oh, wenn du willst machen, ich gebe dir diese. Dann er Geld, das Scholle auf der Hand. Also gehe ich auf. Ich singe und dann ich habe Geld gekriegt in meine Tasche. War super. War meine, ich glaube, 10. oder 11. Bundesligaspiel. Und ich will nicht verlieren. Wir haben, ich glaube, vor 2-1 gegen Karlsruhe und dann gehe ich raus und dann reinkommen und dann der Schiedsrichter Klug, rote Karte. Nein, zweimal gelb. Ich habe nicht verstanden, aber ich war zu jung. Ja. Ein Pass kommt zum Bashir Salou. Ich war vor ihm und Oli kommt und er hat bei mir hinten ein bisschen geschubbt. Das kann ich machen. Und dann meine Knie und Oli war K.O. auf dem Boden da. Und dann wir müssen tauschen. Und dann Tana muss, Bendria kommt rein und er hat Knie verletzt und dann kommt Tanat. Und ich habe Tor gemacht, 2-1. Wir haben gewonnen 2-1. Damals war, kannst du nicht glauben. Hast du Oli verletzt und hast du Tor gemacht. Es ist Champions League Viertelfinale gegen Manchester. Wir haben 1-0 vor. Und dann, ich glaube, der beste Torwart in der Welt, Oli Kahn, steht auf dem Boden. Ich habe gedacht, Oli geht nicht. Du musst aufstehen. Und er macht so. Ich glaube, er muss First Aid machen. Dann First Aid, was machst du? Ich habe nicht gedeckt. Also muss meine Hand vor ihm machen. Denn ich habe schon gerade und alle Leute haben gesagt, nach dem Spiel, kommst du mir und sagst, warum hast du mir geküsst? Weil nicht so einfach das muss so machen, aber tut mir leid. Nein, ich habe nicht geschaut. Bis jetzt, 20 Jahre, nie das Spiel gesehen. Nein, ich will nicht. Nein, weil ich habe immer was weh in meinem Herz, weil das nicht passiert. Wir waren so gut und ganz in 90 Minuten, wir haben 0 Chance gehabt. Und wir kontrolliert das Spiel. Und in den letzten 2 Minuten, Manchester United kommt, macht 2 Tore und gewinnt Pokal. Nein. Geht nicht. Ich will nicht schauen. Bis jetzt ich habe nicht geschaut. Und ich will nicht schauen. Ich habe schon gedacht, dass es gibt ungefähr 4 oder 5 Spieler von meinem Kontinent, Afrika, gewonnen. Robert Maja, Abedi Pele, Wanka Kanu und George Finidi vom Ajax gewonnen. Ich bin der 5., das ich will haben. Erst einmal. Nicht geschafft. Und ich war so gut gegen New York und Cole. Die haben 0 Chance gegen mich. Und einfach umdrehen das Spiel, das geht nicht. Corinna ist zu mir gekommen, denn ich kann nicht mehr kontrollieren, geht nicht. Weil nur weinen und Lisa Razou, er war auf der Tribüne, der hat reingekommen, Thomas Helmer, hat mir auf die Hand genommen, war, geht nicht, kann ich. Und nachher Matthias zu mir gekommen. Und
Ich wollte nicht, es ist zu viel. Ich habe immer Schmerzen auf dieses Spiel. Weil ich nur in meinem Zimmer. Nein, und da viele Leute, die kommen, no, Sammy, komm raus. Ich komme gleich, weil ich kann nicht. Geht nicht. Weil meine Mama telefonierte, sie hat geweint. Und dann mit meiner Tochter telefoniert, sie hat geweint. Und dann viele paar Leute, die haben geweint. Und dann ich habe schon gedacht, Scheiße. 2001 beim Anfang war schwer. Für mich persönlich, ich habe schon gedacht, können wir schaffen. Und dann für das Finale gegen Manchester, in Manchester, nach dem Training, wir gehen raus zum Hotel und Effe zu mir gekommen. Sammy, wir müssen gewinnen. Und du hast Jock und Kohl in deiner Tasche, wir gewinnen. Egal was. Und ich habe schon gedacht, 1999, ich habe gegen beide gespielt, die haben gar nichts gemacht. Heute wieder genauso. Du musst alle was machen, damit wir gewinnen. Und Gott sei Dank, ich glaube, Paulo Sergio hat Tor gemacht. Paulo Sergio hat Tor gemacht. Ja. Jeweils 3 Punkte vor Schalke mit dem letzten Spiel. Wir mussten nach Hamburg gehen und die Leute mussten gegen Unterhaching. Unterhaching war 3-0 vor und im Film 3. Ich glaube, der hat 3 Tore gemacht. Und bei uns, wir brauchen nur Unentschieden. Und in der letzten Minute Barbares macht Tor. Ich weine im Spiel. Aber das Schlimmste, wenn wir verlieren, diese gegen Hamburg und Scheiße, wir kommen Meister. Mittwoch, wir müssen gegen Valencia spielen. Im Champions League Finale in Milan. Im Kopf geht nicht. Im Kopf geht nicht. So vorm Spiel. Effe bei mir im Zimmer. Sag Sammy, wir dürfen nicht verlieren. Wenn wir verlieren, wäre es schwer für uns am Mittwoch. Weil im Kopf wäre nicht frei. Wir dürfen nicht verlieren. Ich habe schon bei mir selbst gesagt, nein, kann es nicht so nicht sein. Ich darf nicht verlieren. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Und wir haben es schon geschafft. 1-1, eine Punkte vor Schalke, wir haben Meister geworden. Und Mittwoch wäre für mich ein wichtiges Spiel in meiner Karriere. Weil ich habe schon verliert, 99 gegen Manchester United. Ich darf nicht so wieder verlieren im Champions League Finale. Ja. Finale in Milan, nach dem Essen, gehe ich in mein Zimmer ganz alleine. Muss nur Fernseher schauen, nicht so viel Fußball überlegen. Nein, geht nicht. Sonst bin ich ein bisschen nervös. So ich schaue ein Video an und jemand drückt meine Tür an. Wer? Effe. Sammy, was ist los? Ja, alles gut. Ja, morgen ist das Wichtigste und unser Leben. Ich habe schon gelacht. Warum lachst du? Na, kein Problem. Morgen wir gewinnen. Und dann nach dem Spiel, wir waren zusammen, ich habe dir gesagt, dass wir gewinnen. Weil so ist so ein Leader. Ich glaube, das gibt nicht. So ein Leader, der kommt mit dem Spieler ins Zimmer, er sagt was. Morgen werden wir gewinnen. Das ist nicht einfach. Ich war der erste Afrikaner. Ich habe gespielt bei München. Und in München, ich habe so viele Leute kennengelernt. Das ist unglaublich. Ich immer noch Kontakt. Zum Beispiel meine Mama Karin. Wir telefonieren immer. Es ist unglaublich, was diese Frau hat bei mir gemacht. Das ist, kannst du nicht Danke sagen, geht nicht.